Heute für euch ein richtiges Fun-Projekt. Und zwar habe ich heute auf einem Holz gemalt. Das ist ein Leimholz aus dem Baumarkt, ein Brett. Das habe ich mir in verschiedene Abschnitte schneiden lassen und darauf dann mit Acrylfarbe gemalt. Für meine Malerei, für meine Technik, brauche ich Maskierband. Und das ist der ganze Trick. Es macht unheimlich viel Spaß und ich lade euch ein, mir zuzuschauen. Hier ist also ein Brett, das habe ich noch ein bisschen beschliffen an den Kanten und oben, damit alles schön glatt ist. Die Kanten möchte ich schützen mit einem Stück Maskierband. Das klebe ich jetzt rundherum auf. Ich möchte es grundieren und dazu nehme ich Gesso. Ihr könnt aber auch Acrylfarbe nehmen und ihr könnt auch gleich eine farbige Grundierung auftragen, wenn ihr mögt. Ich beginne jetzt erstmal mit Weiß und trage das Gesso zweimal auf. Dazwischen muss es gut getrocknet werden. Mein Brett ist fertig grundiert und getrocknet und ich habe verschiedene Farben ausgesucht für meine erste Grundfarbe. Das ist ein Zinnoberrot, das ist ein Ockergelb und ein helles Orange. Das mische ich mit Weiß und trage es in diesem Fall auf die komplette Fläche auf. Natürlich könnt ihr als erste Schicht auch das Weiß nehmen. Ich beginne hier also mit diesem Rosa. Ihr könnt die Fläche auch in der Farbe etwas variieren, also etwas dunkler, etwas heller, mit Pinselspuren. Das entscheidet ihr selbst.
Nach dem gründlichen Trocknen beginne ich mit dem Klebeband. Ich habe hier sehr glattes Klebeband genommen, weil das besonders scharfe Ränder gibt. Ihr könnt es aber auch mit einem normalen Malerkrepp versuchen. Probiert es einfach mal aus. Ich reiße mir einfach Stücke zurecht und klebe eine Fläche mit dem Malerkrepp oder mit dem Klebeband zu. Das heißt, unter diesem Klebeband bleibt dieses Rosa bestehen und alles, was ich nachher darüber streiche, macht dieser Stelle nichts aus. Sie ist rosa und bleibt rosa. Wenn ihr mit dieser Technik beginnt, denkt einfach nicht zu viel nach, sondern klebt einfach, übermalt, klebt, übermalt und lasst euch einfach überraschen, was dabei herauskommt. Erst später, wenn man den Ablauf der Technik verstanden hat, kann man vielleicht auch besser dann das Ergebnis vorhersagen. Nach dem Kleben kommt nun die nächste Farbschicht. Diesmal wähle ich ein Kobaltblau, mische ihm etwas Rot hinzu, damit es etwas ins Lila geht, und etwas Weiß, um es aufzuhellen. Mit dieser Farbe kann ich die ganze Fläche bestreichen. Die Stellen, die schon zugeklebt sind, müsste ich nicht unbedingt bestreichen, deswegen lasse ich unten etwas frei. Aber wenn die Klebestellen sehr zerklüftet sind und schwierig auszusparen, dann kann ich auch einfach darüber malen. Die Farbschicht muss komplett trocken sein, also wirklich entweder sehr lange warten oder auch trocken föhnen und dann auskühlen lassen. Erst dann könnt ihr die neuen Klebebänder darüber kleben. Hier geht es einfach weiter und schaut einmal, was ich hier mache.
Wenn alle Farbschichten komplett getrocknet sind, beginne ich ganz vorsichtig, die Folien bzw. die Bänder abzuziehen. Und das sollte man wirklich sehr vorsichtig machen, damit man nicht noch Farbe mit herunterreißt. Man muss schon genau hinschauen oder hinfühlen, um zu sehen, wo überall die Klebebänder sind. Und wenn es sehr fest klebt, dann kann ich versuchen, mit einem spitzen Gegenstand oder einem Messer so ein bisschen unter die Kante zu kommen. Aber wie gesagt, man muss sehr vorsichtig sein, damit man nicht auch die Farbschicht mit abzieht. Hier seht ihr, es entsteht überraschenderweise ein Bild, was man so auch nicht erwartet hat. Und es ist immer spannend, wie eine Wundertüte so etwas aus dem Ei zu pellen. Da ich nicht viel nachgedacht habe bei meinen Farbaufträgen, ist das Ergebnis, wie auch hier, manchmal nicht so ganz fertig. Das heißt, ich werde jetzt noch ein wenig nacharbeiten und wie ich das mache, seht ihr jetzt. Es stört mich immer noch das Gelb oben links in dem Feld und auch jetzt immer noch dieses kleine Hügelchen im Hintergrund. Es ist mir einfach zu viel und ich nehme es einfach wieder weg. So gefällt mir das viel besser. Das Gelb kann jetzt mit dem Blau zusammen leuchten und wird nicht durch diese große gelbe Fläche vorher gestört. Hier seht ihr nochmal schön diese Abrisskanten. Das habe ich jetzt ummalt, aber die Kanten sind natürlich nie ganz gerade und das macht auch den besonderen Reiz dieser Technik aus. Hier seht ihr noch ein weiteres Beispiel mit etwas anderen Farben. Und ganz zum Schluss zeige ich euch nochmal das Beispiel vom Anfang. Das ist mein Lieblingsbild. Mir gefällt es besonders gut. Wenn die Bilder vollkommen trocken sind, dann überziehe ich sie noch mit einer Schicht Acrylbinder, in diesem Fall mattem Binder, um die Oberfläche etwas zu schützen. Danach
kann man hinten einen Aufhänger dran machen und sie einfach aufhängen. Ich hoffe, euch hat das gefallen und ihr habt auch mal Lust, einfach mal so wild drauf loszukleben und zu experimentieren. Ich wünsche euch schöne Ostertage und wir sehen uns vielleicht beim nächsten Video. Bis dahin.